Hallo und willkommen zu meinem Q&A aus Irland, wie angekündigt. Erstmal vielen Dank für alle Fragen, die jetzt eingesendet worden sind. Kamen ja wieder einige Fragen zusammen. Und vielen Dank auch für das große Interesse an dem Filmmaking-Business-Format. Ich glaube, das wird echt ganz cool. Das ganze Format wird aber noch so ein bisschen dauern. Ich habe schon ein paar andere Videos jetzt vorproduziert und vorgeplant. Und ich denke, so in 3 bis 4 Wochen gibt es dann die erste Folge von diesem Format. Jetzt gibt es erstmal das Q&A. Viel Spaß damit. Das ganze Q&A wird übrigens wieder mit der C200 im Vlogging-Style aufgenommen, mit dem 10-18 von Canon. Und auf die C200 bezieht sich auch die erste Frage. Und zwar war die Frage, was für 3 Dinge mir gar nicht gefallen an der C200. Und da fange ich erstmal an. Die erste Sache, die mir am wenigsten gefällt, ist die Monitorhalterung. Die ist nämlich sehr wackelig und lose und auf der Steadicam kommt es dann immer dazu, dass das Bild so ein bisschen wackelt. Sieht nicht gut aus, das ist wirklich so eine Sache, die mir gar nicht gefällt. Da werde ich mal gucken, was ich da jetzt noch für eine Lösung finde. Die zweite Sache, die mir nicht so gut gefällt, ist das MP4-Bild. Also die Kamera kann ja in RAW und MP4 filmen. Das MP4 ist sehr komprimiert und leider nicht so scharf, wie man es jetzt von einem 4K-Bild erwarten würde. Das hätte ruhig ein bisschen schärfer sein können. Also das Ultra HD bzw. 4K-Bild von der GH5 zum Beispiel ist schärfer. Das von der A7 III ist schärfer als das von der Canon C200. Das finde ich bei einer Kamera, die knapp 9.000 € kostet, leider sehr schade. Das RAW-Bild ist dagegen sehr hervorragend, aber das nutze ich zumindest für YouTube jetzt nicht so oft, weil es einfach viel zu groß ist. Wie gesagt, das MP4-Bild hätte ein bisschen schärfer sein können. Die dritte Sache, die ich natürlich schon vorher wusste, ist das Gewicht. Das ist so eine Sache, mit der ich immer noch so ein bisschen zu kämpfen habe. Gerade jetzt hier, wenn ich einen Vlog aufnehme, was natürlich Quatsch ist mit der Kamera, merkt man das schon sehr. Aber auch wenn ich viel Freihand filme oder mit der Steadicam, geht das Gewicht auf Dauer schon ganz schön auf die Arme und auf den Rücken. Wie gesagt, das wusste ich vorher, aber ja, ist schon auf Dauer ein bisschen anstrengend. Mit dem richtigen Training und wenn man viel übt, geht es aber. Und mittlerweile komme ich schon ganz gut damit zurecht. Aber ihr seht schon, ich musste hier den Arm wieder wechseln. Also die Kamera ist schon sehr schwer. Mehr dann dazu, aber im Review. Ich nehme bald natürlich auch das Review zur C200 auf. Ich habe die jetzt seit einem halben Jahr im Einsatz und kann, denke ich, ganz gut was über diese Kamera berichten. Also freut euch auf das Review. So, die nächste Frage ist noch eine Equipment-Frage und zwar bezieht sich die auf die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, die jetzt kürzlich vorgestellt worden ist, wie ich die finde. Ich finde sie ziemlich nice, ich habe sie auch gleich vorbestellt, die Specs waren halt echt überragend. 1.300 € für eine Kamera, die 4K 60 FPS RAW oder ProRes aufnehmen kann, sind wirklich unschlagbar. Deshalb habe ich die vorbestellt, Review kommt dann natürlich auf jeden Fall auch. Aber bis die Kamera verfügbar ist, dauert es natürlich noch ein bisschen, das ist ein bisschen schade, also bis September oder Oktober müssen wir natürlich noch warten. Freut euch auf jeden Fall dann auf ein Review. Und noch eine Technikfrage, und zwar wurde gefragt, warum ich mir nicht das Red Raven Kit geholt habe bei Apple. Ich habe da natürlich drüber nachgedacht, aber letztendlich hat es doch nochmal doppelt so viel gekostet wie jetzt die C200 mit allem drum und dran und das war mir dann doch noch ein Stückchen zu viel. Und mit der C200 bin ich zumindest vom Workflow her auch auf jeden Fall besser bedient. Sie ist für den Ein-Mann-Betrieb irgendwie besser geeignet, habe ich so das Gefühl. Die Bildqualität von der Red ist natürlich nochmal ein Stückchen besser. Also ich mag diesen Red-Look und die Red Skin Tones noch mehr als die von der Canon. Aber das wäre mir jetzt einfach zu krass gewesen. Nächste Frage, wie kommt man an Filmequipment, wenn man nicht unbedingt in der Großstadt wohnt mit einem großen Verleih? Das Schöne ist bei den meisten Filmverleihs, die haben auch so einen Lieferservice. Das heißt, du kannst dir Equipment bestellen und es wird dann eben zu dir nach Hause geliefert, egal ob du jetzt in der Großstadt wohnst oder auf dem Dorf. Deshalb ist es eigentlich gar nicht so ein Hindernis und diese Transporttage, also Abholtag und Rückgebetag, die werden auch nicht extra berechnet. Das heißt, letztendlich hast du die Kamera 3 Tage oder am besten Fall eben 3 Tage und musst aber nur 2 Tage oder 1 Tag bezahlen. Das ist schon mal ganz nett. Kann man irgendwann nochmal ein Praktikum bei dir machen? Ja, viele haben es ja vielleicht mitbekommen. Ich hatte Anfang des Jahres einen Praktikanten bei mir, so einen Schülerpraktikanten. Und seitdem das sozusagen öffentlich war, habe ich irgendwie 25 Anfragen für ein Praktikum bekommen. An alle, die jetzt irgendwie sich bei mir sozusagen beworben haben, auch nochmal ein fettes Sorry. Ich konnte nicht allen antworten, weil es wirklich auch ein bisschen viel war. Und kann auch jetzt erstmal sagen, dass ich gerade keine Praktikanten annehmen kann. Liegt einfach daran, dass ich sehr viel unterwegs bin und sehr schlecht planen kann, wie ich jetzt Zeit habe zu Hause, im Büro oder so. Deshalb kann ich jetzt gerade leider keinen Praktikanten mehr aufnehmen, vielleicht in Zukunft irgendwann mal wieder. Es war aber wirklich eine sehr coole Erfahrung und wie gesagt, irgendwann kann ich mir das schon vorstellen. Im Moment passt es leider zeitlich bei mir gerade nicht, weil ich so viel unterwegs bin. Wie wichtig ist die Sensorgröße für dich beim Filmen? Ich muss sagen, alles was größer als Micro Four Thirds ist, finde ich voll in Ordnung. Ich hatte auch schon mal in einem anderen Q&A erwähnt, dass ich zum Beispiel die GH5
eher auswählen würde als die Sony A7S II. Da sieht man auch mal, dass die Sensorgröße bei mir vielleicht, Steffen mit der A7S II zeigt mir hier gerade den Mittelfinger dezent, dass mir die Sensorgröße nicht so wichtig ist. Also es gibt Faktoren, die mir wichtiger sind als die Sensorgröße, zum Beispiel Skin Tones, Farben generell, Dynamikumfang, Frames per Second und so weiter sind mir wichtiger als die Sensorgröße und als die reine Auflösung. Und natürlich hängt der Bildlook auch viel von den verwendeten Objektiven ab, zum Beispiel mit der GH5, mit dem Speed Booster und dem Sigma 1835 hat man auch einen extrem schönen Look, schönes Bokeh und so weiter, obwohl man eben einen recht kleinen Sensor hat. Also man muss nicht zwangsläufig weniger oder unschöneres Bokeh haben mit einem kleineren Sensor, auch mit einem kleinen Sensor kann man sehr, sehr schön szenisch arbeiten. Wenn es um Kurzfilme geht, GH5 oder GH5S. Ich hatte jetzt ja beide Kameras um die 2 Monate zum Testen da, weil ich ja so einen Lernkurs für DVD-Lernkurs produziert habe über diese beiden Kameras. Und mein Favorit von diesen beiden Kameras ist auf jeden Fall die GH5S. Das Einzige, was sie halt eben nicht hat im Vergleich zur GH5, ist diesen Bildstabilisator, der wirklich hervorragend funktioniert bei der GH5. Alles andere ist bei der GH5 wesentlich besser. Das Lowlight ist halt viel besser, die Videoformate sind noch mal ein bisschen besser. Der Look ist ähnlich, obwohl der Sensor von der GH5S ein ganz kleines bisschen größer ist. Also mir hat die GH5S wesentlich besser gefallen und in der Regel bei Kurzfilmen hat man ja auch meistens Stabilisatoren, zum Beispiel ein Gimbal oder ein Steadicam oder ein Stativ. Und da braucht man dann den Stabilisator auch nicht. Die GH5 würde ich eher sagen, ist sowas für Vlogger oder ja, für so Content Creator, die auch mal vielleicht ein hochauflösendes Foto machen müssen. Ansonsten ist wirklich für Filmmaker die GH5S besser geeignet. 4K oder HDR, was ist dir wichtiger? Ich bin nicht so der Auflösungsfanatiker, also für mich reicht auch Full HD, wenn es ein gutes Full HD ist. Deshalb würde ich bei dieser Frage auf jeden Fall HDR auswählen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Erfahrung hattet mit HDR-Fernsehern oder HDR-Monitoren. Das ist so krass, also HDR macht so viel aus und sieht so gut aus, deshalb würde ich das auf jeden Fall über die 4K-Auflösung stellen. So, das war mein Q&A aus Irland. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Fragen waren gut beantwortet. Wir gehen jetzt noch ein bisschen wandern. Ich werde noch ein bisschen B-Roll für dieses Video hier aufnehmen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao!